Ganz ehrlich, warum nicht? Delayed until 2021 and many hungry MMO fans being disappointed by this news, I decided that today. Ich glaube, mit 2021 hat auch, also erstmal nicht so ganz hingehauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, 2022 wird wohl auch nicht so ganz hinhauen. I want to talk about the upcoming MMORPG that I personally believe to be the most promising. Ashes of Creation. Before we jump into it though, this video has no sponsor and took me a crazy amount of time to make, both with research, fact-checking and editing. So if you'd like to support my work for... Der macht das Video fertig innerhalb von 35 Stunden. Hat dabei Research gemacht, Skript geschrieben, aufgenommen, Bildmaterial zusammengetragen, zusammengeschnitten, editiert und alles fertiggestellt. In 35 Stunden. Warum bin ich so langsam? free. This game has an affiliate program that everyone who makes an account has access to. My link to this can be found in the description below, and all sign-ups to Ashes of Creation before September receive a small in-game statue for your house to commemorate our struggles through COVID-19. So for those of you that have never heard of the game before, what is Ashes of Creation? Ashes of Creation is a Western-made sandpark MMORPG that's focused on a strong mix of both PvP and PvE content. This game was initially kickstarted 3 years ago, but was already fully funded to completion via private investment from the game's creative director, Stephen Sharif. Unlike many of the Eastern MMOs that have had Western releases over the past few years, Ashes of Creation has consistently said from day one that there will be no pay to win in this game. Due to this, the game will operate with a no box cost subscription fee business model with a cosmetic only cash shop. The thing that makes Ashes of Creation the MMORPG that I'm personally the most excited for is the sheer scope of the project. This game seems to be combining all the best aspects from all the top MMOs over the past 10 years and combining it into one game, with all of that being tied together by the game's most unique feature, its node system. Throughout the world in Ashes of Creation, there's points of interest on the map called nodes. Imagine, du gehst da irgendwie, begleitest so eine Karawane und alle so im RP-Walk und hast dann wirklich auch die Güter bei dir. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen gefaked catch, als ich das zu BDO gesehen habe. Wie du damit, also du konntest es tatsächlich machen, du konntest dir Pferd, Karren dran, Waren aufladen und dann von Stadt zu Stadt fahren, aber die haben es teilweise auch so angezeigt, wie du bist ja jetzt so eine Karawane und musst das jetzt verteidigen bis zum nächsten Ort. Und die Realität war Ware drauf, Autoroute, AFK, let's go, sehen uns in 3 Stunden wieder. These nodes are basically areas that can progress to different stages of civilizational development as players kill monsters, quest, gather, and adventure within that node's area of influence. Starting out day one when the game first launches. Das würde tatsächlich ziemlich cool sein, weil du hättest dann Areale, bei denen du quasi so No-Man-Lands hast. Und hättest da, wo die meisten Spieler am meisten machen würden, würdest du natürlich so ein natürliches Habitat an Zivilisation dann gründen. Was ziemlich cool wäre, so rein gedanklich. Und du würdest halt die Grenzen dieser Welt immer weiter ausweiten. Apropos, was ich dann auch haben möchte, wenn ich so meine naive... Wartet mal. Wenn ich so meine naiven Wunschvorstellungen raushauen darf, die von Animes mit MMO-Inhalten gefüllt wurden. Ich möchte eine Abenteuergilde, wo du ein schwarzes Brett hast und Ränge aufsteigst. So, ich will die Abenteurer haben. The world will be pretty empty, but let's say you and a group of friends all decide to kill mobs and gather in a certain area. Over time you'll be contributing XP to that area's node and an expedition will appear. Weswegen das wird nicht funktionieren. Weil ich denke, ja, in Animes ja, aber wo hast du das in Spielen? Aber dieses Node-System, warum das nicht gut funktionieren wird? Es wird nicht funktionieren, weil, also im schlimmsten Fall
sind die Server tot und das Spiel macht keinen Spaß und niemand wird spielen. Aber gehen wir davon aus, das Spiel ist dann gut gefüllt, weil es echt hyped ist und es macht auch dann echt Spaß. Dann werden überall Spieler sein. So etwas wie, du gehst mit deinen Freunden in ein Gebiet und sammelst da XP für. Das wird nicht passieren. Weil es werden schon überall woanders sein, selbst wenn du von Anfang an dabei bist. Und die noch grausamere Realität wird sein, oh, Streamer XY, der hat sich nicht 1, nicht 5, er hat sich irgendwie 15 Gebiete genommen und versucht, alle Gebiete irgendwie einzunehmen oder whatsoever. Weil das wäre die Realität des Spiels. Das ist, so toll Streaming und Streamer sind, ich verstehe, warum sie es machen. Aber als jemand, der dann wahrscheinlich nicht Teil dieser Streamer-Bewegung ist, wird sich dann wahrscheinlich sehr, sehr shitty fühlen. Here with quests. As more players are drawn to that area, it will level up into an encampment with more quests, more NPCs and more opportunity. After that, the node levels up into a village, town, city, and finally a giant sprawling metropolis with more opportunity, world events and quests appearing at each stage of development. Now that's a very simplified explanation of the Ashes of Creation node system, but on top of that there's also a lot of variables within this system. For example, at launch there will be 103 different possible node locations, and the location of that node dictates the quests and world events triggered upon development. At this point you're probably thinking, well, what happens when every node reaches its final stage? Wouldn't that become boring? Well, due to how the system's designed, this isn't possible. In leveling up one node, you lock out the possibility for adjacent nodes to grow to the same size. To change this and de-level a node so that adjacent nodes can progress, players will need to participate in a PvP node siege to destroy a city, for example, so the town node near to it has room to grow and different content can then be unlocked. The way this system is designed intends for long-term player-driven replayability, where each server will have a different history of development and unlocked content. No two servers will be the same. Ja, sehen wir mal, wie es dann auf Live-Servern with a true aussieht. ever-changing world. When it comes to node aesthetics, there will also be a lot. Nur ich sehe dann halt schon irgendwie so einen S-Man-Gold, der dann so irgendwie, oh boys, we did it. It's ours. Oh boys, it's ours. Give me your gold. Of diversity here too, as the node will take on the architectural appearance of Die the Idee race that des contributed Systems, the most XP to its mega cool. development. So let's say a guild of orcs went to an area and contributed the most Ich glaube nur XP nicht, dass to a die node, realistisch so building up to a funktionieren würde. town. You've then got a town with an orcish aesthetic. Maybe a guild of dwarves wanted to explore a node in the mountains. They could eventually have their own dwarven city in the mountains. The aesthetic of the node changes at every level. Das wäre so cool, wenn da irgendwie so ein World-Event ist, mit irgendwie ein Raid tut sich auf einmal auf. Ne? Wieder so Lock Horizon-mäßig. Ein Raid tut sich plötzlich in den Bergen auf. Und dann bist du dann mit deiner Gilde. Du musst noch nicht mal eine große Gilde dafür sein und machst dich dann parat. Bereitest vor, Buffwood, Flask, whatever du brauchst in dem Spiel. Und dann ziehst du wirklich mit der Gilde zusammen in so einer Karawane, wie es hier gezeigt worden ist. Warte, hier. Ziehst dann halt zu diesem Ort. Und baust dann quasi so dann, also kein tatsächliches Lager, aber hast dann so deine Karawane, dein Gildenlager, wenn man so möchte. Während die Idee sich wahrscheinlich, oder während sich diese Idee in meinem Kopf gut anhört und voll romantisch als MMORPG-Spieler, sehe ich schon, dass das auch absolut nicht funktionieren würde, weil die Leute darauf keinen Bock hätten. I mean, ich bin WoW-Spieler. Ich weiß, dass es den Leuten zu viel ist, auf ein Portal zu klicken. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn man beziehungsweise ich finde es cool, dass man zum Beispiel in WoW, in Mythisch Plus und so, zu dem Dungeon reisen muss. Und ich fände das tatsächlich, ich würde es wahrscheinlich per se erstmal ganz cool finden, wenn du zum Beispiel Dungeons über die Welt verteilt hättest und du musst da überall hinreisen.
um, um dahin zu gehen, um das zu machen. Es würde wahrscheinlich Reddit-Threads, Twitter-Threads, Forum-Threads bis zum geht nicht mehr gehen. So, warum wird meine Zeit so verschwendet? Warum muss ich so einen langen Weg gehen? Ich will den Dungeon laufen. Ich kann es zwar irgendwo verstehen, vor allem wenn du den Dungeon irgendwie 200 Mal gelaufen bist. Aber die Leute würden sich darüber aufregen und es wäre denen schon zu viel, wenn es in einem Zeitraum von einem Add-on, oder gehen wir noch nicht mal von einem Add-on aus, gehen wir davon aus, es ist ein Season-Dungeon, es geht 4 Monate würdest du den Dungeon besuchen und es wären nur die ersten 2 Wochen müsstest du hingehen. Danach würde es automatisch freigestellt werden, dass du auf Knopfdruck im Dungeon wärst. Das wäre den Leuten zu viel. Die hätten überhaupt keinen Bock. Die große Frage ist, was wird Min-Maxen für Auswirkungen darauf haben? Du meinst so diese Node-Bosse im Spiel oder meinst du jetzt gerade in meiner romantisierten, wie bei meiner romantisierten Rede und dass das alles viel Zeit kosten würde? Keine Ahnung. Ich bin Fan von Spielen, bei denen du durch die Welt reisen musst. City in the mountains. The aesthetic of the node changes at every level of development based on the race that contributes the most XP to the node. On top of all this, each node in the world will be assigned one of 4 possible node types, with each having unique benefits. You've got divine, economic, militaristic and scientific node types. Advancing a scientific node over an economic node, for example, will give different building options for players to manage in the node, such as libraries, colleges and artisan buildings, whereas if they leveled up an economic node they could build markets, stock exchanges and trade-focused buildings. Each node upon hitting the village stage of development will have a 1-week cooldown before node elections begin. In this, players can try to become the mayor of the node. As a mayor, you get to allocate resources, set the tax rate and initiate quests to advance the node, as well as choose building projects contained within that node. The way the mayoral election system is designed is different for each node type. For scientific nodes, it's a popularity contest where you vote another player in. For economic nodes, it goes to the highest bidder. For divine nodes, the player with the most node-related service quests completed will become the mayor, and militaristic node mayors will be decided via a last-man-standing Battle Royale type minigame where players interface through a champion rather than their own character. Obviously, bad mayors will be a thing that exists in this game, so every month the election process will happen again so that other players have the chance to challenge for mayor. Wird nicht funktionieren. Wie gesagt, wenn da irgendein Streamer ist, und es muss noch nicht mal ein S-Mangold sein. Ich erwähne nur der S-Mangold, weil er jemand ist, der das sehr aggressiv seine Spielerschaft in solchen Spielen ausnutzt oder nutzt, um da halt eben das will ich will mit Level 1 Mayor sein. Die ganze Metropole soll, übertrieben jetzt gesagt, die ganze Metropole soll mir gehören, während ich nur ein Level 1 Kacknoob bin, der noch nicht mal 1 XP gefarmt hat, der noch nicht ein Monster gekillt hat. Und solange er das Spiel spielen würde, streamen würde, die Person, solange würde er wahrscheinlich diese Position innehalten, je nach, ab einer bestimmten Größe. Und ich hole mir kurz ein Getränk, dann machen wir mit dem Video weiter. Ich habe so langsam das Gefühl, ich bin ein bisschen pessimistisch, was Ashes of Creation oder generell MMOs angeht. Ich liebe MMOs. Wahrscheinlich jetzt gerade so sehr wie Ewigkeit nicht mehr. Ich würde am liebsten gerade jedes MMORPG der Welt spielen. Naja, die MMORPGs, die gefühlt kein Troll sind, kein Trollspiel.
Keine Ahnung. Flive. Imagine playing Flive. Das Ding ist, würde ich volle Kanne WoW spielen und nur WoW spielen. Ich glaube, ich hätte sehr schnell, oder man hätte sehr schnell so ziemlich alles gemacht. Oder großteilig das meiste gemacht. Path of Exile erinnert mich eher an Diablo. Ja, bist ja nicht sehr weit entfernt. Wobei manch einer wohl jetzt sagen würde, Diablo erinnert an Path of Exile. Deswegen, ich will WoW momentan so spielen. Oder MMORPGs, wenn es geht, so spielen, dass ich halt so meine Ziele habe, die ich erreichen möchte. Und dann gucke ich, dass ich das Spiel halt in irgendeiner Form weiterspiele, wenn ich Bock dazu habe. Oder halt dann die Zeit nutze, um halt in andere Spiele oder andere MMORPGs auch mit einzusteigen, diese zu erleben. Other than its node system, Ashes of Creation is also aiming to have a diverse range of content to appeal to pretty much every type of MMORPG player. Let's start with some of the PvP content that will be present in this game. PvP content in Ashes consists of open world flagging, caravan PvP, duels, battlegrounds, castle sieges, node sieges, arenas and guild wars. But before all of you PvE players get scared off at the thought of open world PvP, you'll be happy to know that this game has anti-grief mechanics in the form of its corruption system. When it comes to corruption, players have 3 states: green, non-combatant; purple, combatant; red, corrupted. I've displayed an image on screen that shows how this system works, but from the point of view of a non-combatant PvE player minding their own business, if another player comes up to you and kills you, they all become corrupted and receive ever-growing penalties the more innocent players they decide to kill. Eventually, corrupted players can drop their items which can be looted by other players, they'll also lose more experience upon death, and also feel dampening in PvP so they become weaker. Corruption gained is also greater based on the level disparity, so a high level randomly killing a new low level player really isn't worth it. Additionally, the game will have a bounty system where players with high corruption score will appear on the map for bounty hunters to track down and kill for rewards. Ich hatte, glaube ich, schon andere Spiele und das hat, glaube ich, nie funktioniert. Corrupted players on site, limiting their access to services within nodes. The Caravan PvP system in Ashes is designed to bring risk vs reward gameplay. Due to storage being localized to each node and different areas of the map having easier or harder access to certain resources, players will need to transport goods between nodes via caravans. When a caravan is spawned, it will create a moving open world PvP zone. When players approach the caravan, they'll be given 3 options: attack, defend or ignore. Caravans can transport goods from more than one player das hätte ich gerne auch als PvE-System. The system alone will bring about the existence of mercenary guilds who attack caravans or defend them when paid by other players. Castle Sieges will be a monthly event in which guilds can fight in a 250 vs 250 battle Ich sehe schon die Frames to take droppen. control of one of the 5 castles in the world. Node Sieges are different to Castle Sieges and are the catalyst for change in the world. Node Sieges can last up to 2 hours. If a node is successfully defended, it can't be attacked for a certain period of time in relation to the level of that node. A village, for example, can't be attacked for another 20 days, whilst a metropolis cannot be attacked for 50 days if successfully defended. Additionally, once a node siege is declared, there's a period of time where many services in the node are shut down in preparation for war. For a village siege, there's 2 days notice, and for Metropolis, there's 5 days notice. These node sieges can only be declared within a certain period of the server's prime time to give everyone a chance to attend. If a node siege is successful, ich the weiß node is nur, reset. Bei Elder Scrolls Online, hier die Schlacht um Tamriel, das war von Anfang an ein technisches Fiasko. Und ich glaube, es hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Aber als ich auch irgendwann wieder reingeschaut habe, war es immer noch die FPS-Drops des Todes.
to 0, and players with resources stored in that node will lose some of those resources, and real space player housing will also be destroyed. Guild Wars are another separate PvP system in Ashes of Creation, which basically allows guilds to declare war ja, on each Planet other Side and receive war awesome. certain objectives to Hat meet auch a immer gut. victory condition. This Planet Side war legit ein richtig geiler Shooter. Da habe ich echt viel Spaß gehabt. Und diese großen Maps und verschiedenen Planeten mit so vielen verschiedenen Spielern, das hat echt gut funktioniert mit diesem Aufkommen an Frontlinien und dass du dich da unterschiedlich deployen konntest. Das hat echt Spaß gemacht. system isn't fully fleshed out as of making this video, but it seems like a more in-depth version of what Black Desert Online currently has, with objective-based components mixed into it too. Guilds can be at war against multiple other guilds at the same time. Das sieht aus wie Herr der Ringe Guild Wars Online. operate outside of the game's corruption PvP flagging system. I think duels, battlegrounds and arenas are fairly self-explanatory features that Ashes of Creation will have that we all like to see in MMOs, but overall when it comes to the PvP content this game will have, it sounds like everything I've ever wanted in an MMO, from the risk versus reward of the caravan system, to node sieges being the catalyst for change in the world, to the prestige of your guild owning one of the 5 castles on the server. It seems like this game has PvP content for everyone from casual to hardcore and everything in between. Das Ding ist, was ich mich dabei frage, ist, wie beeinflusst es PvE-Spieler, die kein Interesse haben für PvP? Oh, meine Stadt wird gerade angegriffen. Ist das mir egal? Oder was bin ich dann? Bin ich dann ein NPC, der da rumläuft? Oder gibt es dann halt einfach dieses Corrupted-System? Sollte ich dann der Stadt fernbleiben? Gibt es irgendwie solche Events zu den Orten und Städten nur als PvE-Faktor? Zum Beispiel anstatt, dass da irgendwie eine große Gilde versucht, da ein Dorf einzunehmen, dass da irgendwie eine Armee von Untoten wurde ausgehoben und greift gerade das Dorf an und du musst da mit deiner Gilde halt da die Untoten ausrotten oder irgendwie so etwas. Ja, weil ich das so verstanden habe, ist ja, dass du, auch wenn es Nachteile für Spieler gibt, die dich killen und du nicht kämpfen möchtest, dass es per se erstmal möglich ist. Aber was ist, wenn ich da zum Beispiel eine Quest abgeben möchte? Was ist, wenn ich da irgendwie mein Housing habe und möchte eigentlich nur in meinem Haus sein? Was passiert damit, wenn die Stadt erobert wird? Kann da irgendwie was zerstört werden? PvE content will play a massive role in Ashes of Creation and features content in the form of quests, open world dungeons, instanced dungeons, open world raids, instanced raids, world bosses and monster coin events, as well as all the activities related to the growth of nodes. PvE dungeon and raid content in Ashes will be designed for group sizes of 8, 16 and 40 players. This game will feature a mix of both open world dungeons and raids, let's as go. well as instanced dungeons and raids, with 80% of them being open world and 20% of them being instanced. There will be no group finder in this game, so you'll need to join guilds and find party members via social interaction if you want to partake in a lot of PvE content. Ich habe gerade überlegt, was würde die Aussage Sinn machen? Beziehungsweise würde es Sinn machen, wenn ich sagen würde, imagine, man würde WoW ohne Group Finder. Wobei, ich wollte zuerst sagen, macht ja überhaupt keinen Sinn, weil entweder organisierst du dich gerade in einer Community oder Gilde oder musst ja die Gruppen ja immer selber zusammenbauen. Aber was es tatsächlich eher gemeint ist bei Ashes of Creation, ist ja tatsächlich, dass du noch nicht mal das hast. Dass du wirklich halt in der Stadt im Zweifel bist, suche Heiler. Yo, du da. Willst du unserer Gilde? Wir brauchen Heiler. Hier, komm, hier. Rein mit dir. Auf den Karren, los geht's. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass die Entwickler genau das. Ich glaube, die Entwickler wollen das. Not gonna lie. Also, die Spieler würden es so oder so machen, aber ich glaube, die Entwickler wollen das, weil das Ding ist, ja, wenn du sowas auf Discord und so auslagern musst, entsteht eine Community. Es entsteht nicht nur eine Gilde im Spiel, sondern es entsteht eine Community.
Und aufgrund alleine, dass eine Community zusammen dieses Spiel spielt, kann einen sehr starken positiven Effekt darauf haben, dass das Spiel weiter überlebt, dass es halt stärkere Spielerzahlen haben. Weil du hast ja immer Leute, mit denen du spielst. Und selbst schlechtere Spiele sind immer noch ganz passabel und machen Spaß. Auch, wie gesagt, wenn es nicht so gut ist, sofern du halt irgendwie deine Leute hast, mit denen du spielen kannst, ne? Aber ja, ich sag mal so, unabhängig davon, wie sie es gemacht hätten oder was deren Intention ist, ich denke, so etwas ist in heutiger Zeit nicht mehr vermeidbar. Und da ist die fucking Fliege wieder. Ich muss kurz Mord begehen. Weiter mit dem Video. Keine Fliegen mehr. Gott sei Dank. The way open world dungeons and raids will work is that they increase in difficulty the deeper you venture inside. At the entrance you might be fighting weaker, lower level mobs with fewer mechanics, Wer da jetzt but eine as you dritte get Fliege deeper into the rein. dungeon you'll fight tougher enemies with more mechanics and better loot. Additionally, something you need to bear in mind is that all of the PvE content that's available in Ashes depends on the location of the nodes that the community decides to develop. One server may have access to completely different raids and dungeons to another server, purely because their nodes developed differently in different locations. So unlike other Wie sieht es mit Ausrüstung MMORPGs, aus? the endgame Oder PvE Qualität? content really isn't a linear progression. It can't be a linear progression because different raids and dungeons will be locked or unlocked depending on where nodes are developed and what stage they're at. So in a way it could also Imagine, du bist irgendwie so eine Gilde, die die ganze Zeit irgendwie so im Süden gekämpft hat, im Süden sich ausgebreitet hat und da gefarmt hat. Und dann fehlt der Gilde irgendwie so eine Sache und die ist dann so irgendwie komplett im Norden. be in a PvE player's best interest to participate in a PvP node siege to reset the node that unlocks a certain raid so that another node can then be developed which unlocks a different raid. A fun, unique piece of PvE content that I think a lot of people will enjoy in Ashes is its monster coin system. This is an event that either spawns randomly or following the advancement of a node, in which a horde of NPC monsters will spawn and attack the node. During this time, players can use an item called a monster coin, which they can receive as a rare drop in-game, to turn into a monster and assist the NPCs in attacking the node against other players. During a monster coin event, the node can't be destroyed, Hatte Herr der Ringe but online buildings, tatsächlich. services and NPCs can be disabled for a period of time. Quests in Ashes of Creation are divided up into 3 categories: Events, Tasks and... Ich weiß nicht mehr, wie genau das ging, aber in Herr der Ringe online war das, dass du ein bestimmtes Level erreichen konntest. Und dann konntest du den Monster-Modus aktivieren und dann bist du irgendwie als Ork, Urukai oder sonst was in die Schlacht gezogen gegen Spieler und alles drum und dran. Habe ich leider damals nie erlebt. Ich weiß auch nicht, ob es heute noch existiert, aber die Idee fand ich eigentlich immer ganz cool. narrative quests. Events are things that happen in Ashes as a result of the development of the world. Successfully completing an event will have positive consequences such as buffs, and failing events will have negative consequences such as natural disasters or node services being unavailable for a period of time. Tasks are quests without excessive amounts of text and story around them, such as collect X resources to help build a blacksmith for the node. And narrative quests are more traditional story quests that can be personal to your class, race or the region of the world you're in, with some of these story arcs being locked behind further development of the nodes. If I was a role player, Ashes of Creation is without a doubt the MMORPG I'd be looking forward to the most. This game's being designed with so many great RP features to really add that extra level of immersion. First, let's talk about the extensive player housing system. This game will have 3 types of player housing: instance apartments, real space open world freeholds, and static housing within nodes. Each of these 3 types of player housing become available once a node reaches village stage or higher. Instanced apartments will become available in a Hat node Guild if a mayor Wars decides 2 to construct Housing? apartment buildings within an empty plot. These will work similar to the housing system in BDO, where you approach an apartment door and you've got a list of options for whose apartment you want to visit. Static housing within nodes are real space player housing that players can buy that will be visible to everyone. You'll be able to decorate the front of your house with yard ornaments, seamlessly enter and exit, and see your house grow from a small cottage to a mansion as the node levels up. Freeholds are... Ich weiß, wir haben auch vor kurzem erst darüber geredet, aber ich wünsche mir tatsächlich am besten beides.
ein Player-Housing und ein Guild-Housing. Und dann so etwas wie, keine Ahnung, du bringst Todesschwinge um. Normal hast du dann irgendwie, keine Ahnung, sein Unterkiefer irgendwo hängen. Oder ein Teil davon. Oder desto öfters du killst, desto mehr Teile davon sammelst du und kannst dann quasi das vollenden. Und im HC kriegst du dann irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Schädel, eine Kralle, irgendwie noch irgendwie was dazu oder noch andere Sachen, so legendäre Artefakte zum Ausstellen, irgendwie so etwas, wo du sagen kannst, so, wir sind eine Gilde, wir haben zusammen diese Bosse geschafft, diese Dungeons geschafft, diese Raids geschafft, das kann man hier sehen und dann aber auch nur wenn es wirklich in einer Gildengruppe passiert ist. Ich glaube, das wäre für viele tatsächlich eine Motivation, sich aktiv Gilden zu suchen, um halt dann auch Gildenaktivitäten abzuschließen. Einfach am Ende ganzer Deathring auf dem Vor. Benutzt Deathring einfach so als Grill, irgendwie so auf dem Bauch gelegen und so, ja, schmeißt sie mal an und kurbelst du irgendwie so am Schwanz rum. Large real space player housing plots that can be situated within the zone of influence of a node, but not actually inside the node. Think of static housing as buying a townhouse that grows in size over time with the node, but freeholds as owning a set size plot of land in the countryside. Freeholds are roughly half an acre in size, and due to limited space in the world, players can only own one of these per account, whereas apartments and in-node housing are limited to one per server. There's many buildings you'll be able to place on your freehold, such as a blacksmith, stables. Bei solchen Dingern wünsche ich mir tatsächlich viele Sachen zum Freischalten. Und sei es tatsächlich einfach ein Goldsink. Dass ich irgendwie mit einer Hütte anfange und dann kann ich von mir aus eine leere Hütte. Und dann haue ich einen Goldsink rein und dann habe ich auf einmal eine Küchenausstattung. Dann kann ich irgendwie Ressourcen nutzen, dann habe ich irgendwie eine kleine Schmiedestelle. Ich gehe ein bisschen Kräuterkunde machen und habe dann meinen Kräutergarten, irgendwie so etwas. Die sind nicht instanziert. Ja, das hat er ja gerade gesagt, das sind ja mehrere Sachen. Es gibt ja dieses Freehold, was nicht instanziert ist, was wirklich in der Welt zu finden ist, was nur einmal pro Account ist. Aber dann gibt es instanzierte Sachen in den Städten wie bei BDO. Hat er ja gerade gesagt. And other stuff related to crafting, role-playing and other life skill-related content players might want to partake in. Each of these three forms of player housing will allow players to decorate them with furniture, some of which is functional, others just cosmetic, and when a node's destroyed, players will lose their housing. However, a template will be mailed to them so they can quickly load the layout of their housing hassle-free when they eventually find a new home. As with every good roleplay MMO, Ashes of Creation will feature a wide range of race. Imagine, du gehörst einer Gilde an, die irgendwie so 3 Nodes besitzt. Und du bist mit deiner Truppe irgendwie an so einer äußeren Node und die wird gerade so überfallen, die wird sogar erobert. Und dann ziehst du Richtung der Hauptstadt, hast dann halt dein komplettes Player-Housing, alles was du kanntest, hast du da so gerade verloren. Und dann kommst du mit den ganzen anderen Spielern gerade so an, schreitest durch die Tore, setzt dich hin. Ich bin obdachlos. Habt ihr mal eine Münze für einen armen Kriegsveteranen? Currently, the game is planning on 9 playable races for launch, each of which have different cultures. Ich hätte Bilder gerne dazu. Which will be reflected in the appearance of nodes that they contribute to the most. You've Das got ist two cool. different variations of human. Okay, dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bei der Final Fantasy Ansatz, dass du quasi deine Rasse hast, aber davon gibt es dann so 2 Varianten. Menschen, Zwergen, Hobbitze. Sollen das die Orks sein? Irgendwie sowas Zauberhaftes. Elysische, keine Ahnung, und Elfen. Ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn ich aber zum Beispiel einen Ork spiele, aber ich möchte, ich muss da nicht der Barbar mit 2-Hand-Axt sein. Ich könnte auch ein Zauberer sein. Oder ein Elf, bin ich auch mal ein Elf in schwerer Plattenrüstung. Ne, irgendwie so, dass meine Rasse nicht unbedingt an meinem Playstyle gebunden ist. Könnte man so sagen.
Humans, dwarves, elves, In so einem orcs, Spiel and ist a das, race wäre das, called glaube ich, ganz Tolmar, cool. which live underground. Different races will have different racial abilities, and each race will have different base stats. However, there will be no gender lock for any of the races, and every race can play as every class. Other nice RP features the game will have include an extensive emote system with interactable furniture, the ability to lean against scenery, sit on benches and dance with other players. You'll be able to play parlor games with other players inside of taverns, some being dice games, others involving cards. You'll be able to join different types of social organizations in the game, such as the Scholars Academy, Thieves Guild or Traders Company, and there will also be a marriage mechanic in the game that may unlock special quests and further functionality with player housing. Overall, from a roleplay perspective, it seems as though there's going to be more than enough choices and customization in Ashes of Creation that each... Dragonflight gerade gestorben. Die haben Otter geklaut. Also, Blizzard hat Otter geklaut. Fuck. Was für ein MMORPG sollen wir dann 2023 spielen, wenn nicht Dragonflight? Ashes of Creation wird nicht draußen sein. Fuck. Ah nee, Blizzard klauen war ja eine gute Sache. Each player's journey in this game will be completely unique, and it will also have all the immersive social elements that can help bring people together in an MMO. Professions and life skills in Ashes of Creation are referred to as artisan classes. These are split into 3 different trees: Gathering, Processing and Crafting. Ich möchte mich korrigieren. Ich möchte nicht Player Housing und Guild Housing. Ich möchte Player Housing, Guild Housing, Profession Housing. Ich möchte irgendwo meinen Laden haben. Oder sei es, dass ich mein Player Housing habe und kann quasi mein unterstes Stockwerk, dass ich quasi Stockwerke einteilen kann. Irgendwie meine unterste Ebene ist mein Laden, so mein Handwerksbereich. Das wäre awesome. Gathering professions consist of fishing, herbalism, lumberjacking, mining and animal taming. Processing professions basically refine raw material via the use of certain freehold buildings, such as forges to process ore into bars, lumberyards processing logs to planks and so on. Crafting professions consist of alchemy, armorsmithing, blacksmithing, carpentry, cooking, jewel crafting, scribing, shipbuilding, siege weapon building and weaponsmithing. In this game, each character will only be able to truly master one profession. Okay, dann spinnen wir das mal weiter. Ich möchte einen NPC anstellen und die Sachen, die ich da produziere, in ein, ich sag mal, in so ein Ladensinventar stecken. Und dann können Spieler da vorbeigehen und dann die Sachen kaufen beim NPC. Und ich krieg das Geld dafür. Aber warum soll ich denn das Eisenlangschwert +2 denn bei einem Spieler kaufen, wenn ich doch beim Quest direkt eine bessere Waffe bekomme? Ja, aber imagine, du bist dann so, wie es jetzt in WoW sein soll, ein Schmied, beziehungsweise du bist jemand, der für eine Spezialisierung bekannt ist oder einer der wenigen, die diese Spezialisierung hochgeskillt hat und hast dementsprechend seltenere Waren. Coming in my pants. You'll be unable to master multiple. You'll still be able to progress with multiple professions, but not to the extent of mastery. This is to create the need for community interaction and create a sense of identity. Crafting in Ashes of Creation is also being designed so that it won't become irrelevant like in other MMOs. Crafted gear will be on par with the highest tier drops from raid bosses, and due to being limited to mastery of only one artisan class, guilds will have to organise multiple people to meet their crafting and gathering needs to initiate sieges, complete projects, and contribute to the node. Personally, the profession I'm most excited for is animal husbandry, as you'll be able to breed different animals together to create some really weird and wonderful mounts. Ich möchte ein Geweihhirsch It's quite interesting and leads to a lot of variety. First, you'll start out by picking a primary class archetype between Bard, Cleric, Fighter, Mage, Ranger, Rogue, Summoner and Tank. Eventually, as you progress with your primary class, you'll get to choose a secondary class out of the same 8 options I previously mentioned. So choosing to be a mage, then fighter for example, would give you the overall class of battle mage. With this system there's a possibility of 64 different class combinations which are just...
Das ist legit cool. Das ist legit cool. Ein Mage-Tank. Oh Gott. Ich will das mal VTuber breeden. Let's go. Tank, Guardian. Das hört sich, also, ob das gut ausgeht, direkt so am Anfang. I mean, wir sind bei WoW jetzt bei 32 Specs. Wobei ist die Frage, sind das erstmal nur so Bezeichnungen und es gibt erstmal nur die 8 Klassen und wenn ich jetzt mich entscheide, ein Bard Kleriker zu sein, kann ich quasi einfach auch nur Punkte in Kleriker reinsetzen. Und es bleibt quasi die Kleriker-Klasse. Shadowlord, hallo. Der Beastmaster. Da spielen auch sicher nur irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß nicht, Edgelord Legolas. Lasses. Displayed on screen now. Ashes of Creation will be designed around the Trinity system of tank, healer and DPS. You will not be able to change your class's primary role, however with some effort you will be able to change your secondary role. Weapons and armor will not be class locked, but some classes will obviously be more efficient with certain types of armor and weapons. And when it comes to the game's combat system, it will use a tab target action combat hybrid system. Wie? Ich kann nicht Guardian spielen in Stoffkleidung und Zauberstab? Was willst du mir damit sagen, du Meta-Hure? The way this system will work is that each class will have 2 categories of skills. Ich hoffe, man hat gerade die Geräusche nicht gehört, die ich in meinem Hals gehört habe. Players can choose to have up to 75% of either tab targeting abilities or 75% action combat abilities, but not 100% either way. Personally, the way I'd imagine this system will play out will be something close to Guild Wars 2 or Arcade. However, the action combat side of this combat system is still in development as of making this video, so it's hard to say how the complete system will actually feel. Ich weiß nicht warum, aber bei dieser Steinwand muss ich die ganze Zeit an so Animes wie Lock Horizon eben denken. Wie dann irgendwie die Charaktere da irgendwie so im gebrochenen Englisch die Zauber rufen. Staune Wallo. Da tut sich die Steinwand. Also ich finde es mega cool, aber dennoch. Starting out in Ashes of Creation, you'll first make your character, choose your primary class, then you'll be given the choice to spawn at one of 4 divine gateways in the world. Each race does have their own starter zone and starter quests, but they won't be super mandatory to do, more of a recommendation. There's nothing stopping you as an elf spawning in the dwarven starting area to level with your friend. The world size in Ashes is planned to be truly massive, approximately 480 square kilometers in size, including both water and land content, as well as a diverse range of biomes ranging from deserts, swamps, plains, forests, snowy mountains, tropical islands, and everything in between. This game will be fully open world and also features underground zones known as the Underrealm. Ashes of Creation will feature an in-game viewable world map, however starting out much of it will be covered in a fog of war until areas have been explored. Es ist ein Strategiespiel. Additionally, there will be some Ich nehme an, es ist immer die gleiche Welt, ne? Zones in the world that will experience all 4 seasons, which will bring about their own events, buffs, debuffs and farming challenges. Das ist schon cool. Seasons will rotate once each week with a full 4-season rotation passing by. Aber ganz ehrlich, dieses Video zeigt mir halt, ja, es hat seine coolen Elemente, die ich in einem MMORPG so in meinem naiven romantischen Wunschdenken halt gerne hätte. Aber als MMORPG-Veteran bin ich mir sehr sicher, dass es nie und nimmer so gespielt wird. Nie. Die Spieler werden überhaupt keinen Bock dazu haben. Every 4 weeks. When it comes to the leveling, the max level will be 50 and it will take roughly 45 days of playing 4 to 6 hours per day for the average player to level from 1 to 50.
So definitely Alles more on the Classic. hardcore side of things in that regard. Unlike a lot of modern MMOs, flying mounts will be Das ist tatsächlich gerade ein ziemlich guter Punkt. Wenn du durchschnittlich 5 bis 6 Stunden am Tag spielst, brauchst du ungefähr 45 Tage. Also 1,5 Monate brauchst du, um das Max-Level zu erreichen. In der Dragonflight Alpha, also das neue WoW-Add-on, ist jetzt, hat man herausgefunden, die XP, die man braucht, ich glaube von 1 bis 50, ja 1 bis 60, irgendwie so etwas, jedenfalls der Großteil des Levels, wurde sehr stark reduziert, was du brauchst. Dass du jetzt um 56% schneller levelst. Und ich habe dann Kommentare und nicht wenige gesehen. Nicht nur, aber nicht wenige, die dann gesagt haben so, ja, könnte ich es dann nicht das absolut optional machen und einen Knopf machen, dass ich direkt mit Max-Level anfange? Mal abgesehen davon, dass man eventuell behaupten könnte, Blizzard möchte Boosts verkaufen. Sagen wir mal, sie würden keine Boosts verkaufen und das auch nicht wollen. Und es käme aber so ein Knopf rein. Mit so, beziehungsweise ein Schalter. Ich möchte leveln, ich möchte nicht leveln. Dass man sich dann beschwert, dass du beim jetzigen schnellen Leveln noch schneller leveln kannst und es denen noch nicht schnell genug ist, weil die absolut kein Interesse haben, das ist eigentlich schon traurig. Ich kann es verstehen, wenn da Leute sind, wie zum Beispiel ein Max, der sagt so, okay, das ist halt nicht der Spielinhalt, der mich interessiert. Wenn ich es skippen kann, skippe ich das, aber ansonsten, gut, mache ich halt. Ne? Ich werde da halt nur nicht drauf aufpassen. Ich werde es hinter mich bringen und dann halt den Content spielen, den ich machen möchte. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber dann rumzubitchen, dass man ja gar nicht schnell genug Max-Level sein kann. In einem MMORPG, was doch eben für Abenteuer und so stehen soll, finde ich irgendwie schon sehr traurig. Wäre basically ein Tutorial spielen oder nicht spielen. Ich bin tatsächlich absolut nicht der Meinung, zumindest in WoW, zu sagen, dass das Leveln eine Tutorial-Erfahrung ist. Bin ich absolut dagegen. Ich finde, das Leveln hat so viel mehr Qualitäten als ein potenzielles, ich bin ein Tutorial. Und selbst da bin ich komplett der Meinung, es ist noch nicht mal ein Tutorial. Also, nein. Also, das, was du im Endgame machst, hat nichts damit zu tun, was du im Level machst. Das sind im Zweifel die gleichen Zauber. Aber ich finde, das ist ein komplett anderes Spiel. WoW Level und WoW Endgame sind komplett andere Spiele. Absolut nicht vergleichbar. Du kannst Ewigkeiten gelevelt haben. Wenn du dann anfängst, mythisch plus zu laufen, spielst du ein anderes Spiel. Oder ein Raid zu laufen, spielst du ein anderes Spiel. Da wird dich nichts beim Level vorbereitet haben. extremely rare in Ashes of Creation that's achievable only for guild leaders that own one of the game's 5 castles, the mayor of Metropolis nodes, and through legendary limited time dragon eggs that players might obtain from a world boss. Jetzt habe ich nicht zugehört. That own extremely rare in that regard. Unlike a lot of modern MMOs, flying mounts will be extremely rare in Ashes of Creation that's achievable only for guild leaders that own one of the game's 5 castles, the mayor of Metropolis nodes, and through legendary limited time dragon eggs that players might obtain from a world boss. It's unlikely there will ever be more than 10 players per server with temporary access to flying, and when you consider that each server will have a population of between 8 to 10,000 players, seeing them will be really Sehr epic. optimistisch. It's also worth mentioning that fast travel will be extremely limited in this game, as the developers want distance to matter. The only form of fast travel that will be possible is if a scientific node reaches the Metropolis stage. At this point, players can construct a building that offers fast travel only to nodes within the Metropolis's zone of influence. Bitte ein But riesiges that's Portal pretty in der much it Stadt. for my basic explanation of what Ashes of Creation is without going super in depth on stuff. Next I want to talk about why I believe this is the most exciting upcoming MMORPG, and why this game isn't just a pipe dream, rather something many people including myself will be testing with no NDA before the end of this year. Bevor wir uns das anschauen, meine Meinung dazu. Also ich bin jetzt optimistischer. Also klar, wie es sich dann tatsächlich spielt und alles drum, das ist nochmal ein komplett anderer Schuh.
Aber die Aspekte, die das Spiel zeigen möchte, finde ich sehr interessant. Auch das mit diesen streng limitierten Fliegen und alles drum und dran. Und Fliegen zum Beispiel in WoW ist jetzt ja ein Verkaufsargument für das Spiel, ne, geworden. Könnte man schon fast so sagen. Aber finde ich sehr cool. Es sind halt so es ist tatsächlich am nächsten, glaube ich, dann dran an Dingen, wie ich am Anfang gesagt habe, so Richtung Log Horizon, was dann doch ganz cool wäre. Und was ich tatsächlich feiern würde. Man würde es. Diese Spiele. Ich weiß nicht, wie es bei Final Fantasy Spielen aussieht, weil ich hatte damit mit denen zu wenig zu tun. Ich weiß nicht, wie die ticken. Also richtige Final Fantasy Spieler. Aber ich glaube, viele oder potenziell viele WoW-Spieler oder viele WoW-Spieler, mit denen ich spiele, weil Mythic Plus und Raids und das ist dann doch schon ich sag mal, dieses kompetitive Spielen mehr. Ich glaube, die könnten sich gegebenenfalls schwer tun mit solchen Spielen. Es sei denn, die lassen sich darauf ein und sagen so, ja, das MMO ist langsamer. Ich werd da jetzt nicht mit dem Ziel, irgendwie 20er, 25er, 30er Keys durchzuballern oder mythisch zu raiden. Es ist halt ich kann es lange spielen, wenn ich will, und meine Sachen erreichen. Und es ist dabei schön und macht Spaß. Für solche Spieler ist Ashes of Creation gedacht. Und dass die Entwickler jetzt sagen, und ich hoffe, die bleiben dann dabei, sagen, Distance Matter. Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Aussage, wie ich finde. Weil es halt, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei Final Fantasy ist, aber in WoW kann es eigentlich nie schnell genug gehen. So von gefühlter Spielermentalität. Aber dann eine MMORPG zu haben, was sagt, okay, nimm dir die Zeit. Wenn du das Spiel spielen möchtest und wenn du das Spiel spielen möchtest, dann hast du die Zeit zu nehmen. Das finde ich cool. Finde ich extrem cool und ich hoffe, die knicken da nicht ein. Und dass sie dennoch Spielerzahlen halten können, dass das MMO relevant genug bleibt. First of all, it goes without saying after everything I've just explained about the game, it will be the most ambitious fantasy MMORPG ever attempted. The game will truly have something for everyone. It's not just a PvP MMO or a PvE MMO, it's a genuine PvX MMO that has pretty much everything. Usually when a new MMORPG is announced and they talk about their plans when it comes to game design, it's always vague. There's a ton of question marks on many core systems, and it doesn't take long before players can look at the ideas of the developers and straight up say, this is a bad idea, this won't work. New World has been a perfect example of this since the first time I tried the game in 2018 to recently when it announced its delay. When it comes to the game design of Ashes of Creation, it seems to me that almost every aspect of the game has been clearly thought out. War da New World schon Thanks draußen? to years of Q&As between the community and developers, we have a clear blueprint for how this game will actually play out if you care to read it on the Ashes of Creation wiki. When it comes to the core game design systems, there's nothing I'm overly concerned about. Everything seems to make sense and follow a strong design principle of risk versus reward. For me, the only real question mark I have about the game is how fun will the combat be? What does their 75% action tab hybrid combat system actually play like? I think if they can nail that and just follow the blueprint for this game until completion, it will be a guaranteed success. Ashes of Creation is primarily a privately funded MMORPG made by an MMO fan frustrated by the direction of the genre, who was extremely successful in business earlier in life. Since I first covered this project in 2017, war das Spiel, wo jemand die Idee hatte für das MMORPG und der Typ einfach sich selbst gefundet hat und darauf immer noch quasi das Spiel schon fertig finanziert war, aber für weitere Finanzierung und einfach um safe zu sein, nochmal ein Crowdfunding gemacht hat, was ebenfalls erfolgreich war? War das Ashes of Creation?
We've seen the studio he created expand to over 100 developers, attracting people from Blizzard, Sony Online Entertainment, Daybreak Games, and more. This year especially, we've seen production for Ashes of Creation ramp up significantly, and in recent live streams we've seen gameplay sessions of many core systems working, such as the mayoral system, early hybrid combat, real-time node development, open world dungeons, a 40-man raid, the caravan PvP system, basic professions, and the purchasing of in-node player housing. What's more impressive is the creative director's commitment to transparency, despite the project still likely being a solid 2 years from completion. Sometime this fall we've been told that people who have access to the game's Alpha 1 test will be able to stream and make content about the game with no NDA. And when you consider that Amazon's New World still has a strict NDA, despite previously being 2 months out from its supposed release, to me shows a lot of confidence in a product. Now, all of that's not to say that Ashes of Creation hasn't had its problems or drama surrounding its development, because it certainly has. Releasing Ashes of Creation Apocalypse, the Battle Royale testing environment on Steam, caused nothing but confusion to the people that were casually following the project. And in the past, the community went long periods of time without seeing any tangible gameplay due to an issue where large portions of Foundation code had to be rewritten, essentially delaying the game by 1 year. But in 2020, we've really started to see Ashes of Creation come together. Almost every monthly live stream we've been shown new gameplay, we've already had players get into the early Alpha 1 client and talk about their experiences thanks to no verbal NDA, and community perception of the project as a whole has shifted from extremely skeptical to cautiously optimistic. Whilst there's still a long road ahead for Ashes of Creation, I have to say that in the 5+ years I've been a full-time MMORPG YouTuber, this is the only upcoming MMO that I've been able to look at and say to myself, if this game releases, it has a real chance of being the next truly successful MMORPG. Thanks for watching. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie World of Warcraft Killer. Ich bin jetzt aber positiver gestimmt. Das Video war schön. Laserpeon hat eigentlich immer wieder eigentlich coole Videos. Ich weiß gar nicht, warum habe ich den eigentlich nicht abonniert.